Sehr geehrte Frau Ministerin Walker, liebe TeilnehmerInnen, liebe KlimaschützerInnen, heute ist ein ganzer Tag im Zeichen des Klimaschutzes. Herzlich willkommen beim Climate Co-Action Summit 2021. Wir freuen uns schon total auf den Tag heute, denn wir haben ein komplett vielfältiges Programm. Veranstaltet wird dieser Tag von der Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg. Und hier gilt ein ganz herzlicher Applaus und virtueller Applaus natürlich auch, denn durch deren Mittel kamen überhaupt erst dieser Tag zustande. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann könnt ihr auf den Link klicken, der euch jetzt gerade eingeblendet wird. Also mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie gibt es dort. In enger Zusammenarbeit mit dem Team von Europe Direct und vielen, vielen weiteren wertvollen KooperationspartnerInnen haben wir heute ein ganz vielseitiges Programm für euch zusammengestellt. Mit WissenschaftlerInnen, mit AktivistInnen, mit PolitikerInnen. Also wir freuen uns auf die spannenden Diskussionen heute. Und wir wissen auch, es wird ein langer Tag vor dem Bildschirm, aber es lohnt sich wirklich, dran zu bleiben. Für alle, die aber nur zu speziellen Programmpunkten dazuschalten möchten, wir gucken, dass wir gut am Zeitplan bleiben, damit wir alle so nah wie möglich dann immer genau das sehen, was wir auch sehen möchten. Blicken wir einmal in die nächsten Jahrzehnte. In Süd- und Mitteleuropa kommt es häufiger zu Hitzewellen, zu Waldbränden, zu Dürren. Der Mittelmeerraum wird trockener, anfälliger für Dürren und für Waldbrände und die städtischen Gebiete. Und da leben momentan 4 von 5 EuropäerInnen, sind von Hitzewellen, Überschwemmungen und dem Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Ihr alle kennt diese Szenarien und das sage jetzt auch nicht nur ich, das sind Szenarien, die die EU entwickelt hat. Mit Blick auf Glasgow hatten wir gehofft, dass sich daran vielleicht noch etwas ändert, dass der große Durchbruch kommt. Der ist zumindest aus meiner Sicht jetzt zwar nicht bekommen, aber immerhin diskutieren PolitikerInnen ja jetzt statt über die Ziele auch schon über die Maßnahmen. Und damit diese Maßnahmen nicht verwässert werden, dafür brauchen wir euch. Denn erst mit dem Druck von euch, mit dem Druck von unten, können wir den PolitikerInnen zeigen, dass wir auch wollen, dass diese Maßnahmen durchgesetzt werden. Also unser Ziel heute ist, wenn ihr den Laptop zuklappt, dass ihr auch Lust habt, wieder aktiv zu werden, aktiv zu bleiben, neue Ideen umzusetzen. Ja, aber auch Vernetzung und Ermächtigung sind Ziel des heutigen Tages. Jetzt, nach der Klimakonferenz, möchten wir gemeinsam mit Entscheiderinnen und anderen jungen Europäern über den längst stattfindenden Wandel und auch die Krise des Klimas mit euch sprechen. Und ihr seht ja auch schon, heute begleiten euch auf der Bühne 2 Gesichter. Neben mir ist Valentin Marx. Er ist heute sehr spontan eingesprungen, also Valentin, herzlichen Dank dir dafür. Er ist er ist noch Schüler und Student. Jetzt habe ich es gerade falsch gesagt. Er ist Student, aber einer von 19 Mitgliedern, so rum war es, des Jugendbeirats der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg. Valentin, was genau ist denn das? Ja, der Jugendbeirat, das sind junge Menschen aus ganz Baden-Württemberg, die zusammen mit der Jugendinitiative viele Bildungsangebote, Veranstaltungen und Aktionen rund um Klimaschutz, Mobilität, aber auch andere Themen, die im Großen und Ganzen irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben, auf die Beine stellen. Unsere Zielgruppe sind dabei vor allem junge Menschen, aber auch andere Akteure aus Baden-Württemberg, aber auch aus dem größeren deutschsprachigen Raum. Und wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann könnt ihr mal in den Chat schauen, den findet ihr oben rechts. Da wird Anna gleich ein paar Links reinschicken, die euch zu unserer Webseite und auch zu unserem Instagram-Account führen. Ich möchte euch jetzt noch kurz eure Moderatorin vorstellen, die ihr jetzt schon ein bisschen kennengelernt habt. Rebecca Reiter ist Wissenschaftskommunikatorin am Cyber Valley und an der Universität Stuttgart. Aber so viel jetzt auch zu uns, denn wir wollen so schnell wie möglich starten. Und zu Beginn wird Tekla Walker, unsere Ministerin für Umwelt- und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, ein Grußwort an euch richten. Frau Walker, die Bühne gehört Ihnen. Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein beim Co-Climate Action Summit. Ich persönlich komme aus Schottland. Vor wenigen Tagen, vor einer Woche ungefähr, bin ich wieder zurückgekommen aus Glasgow und auch aus Edinburgh und habe erleben dürfen, wie international Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, zusammenkommen, was bewegen wollen. Und ich habe aber natürlich auch erlebt, wie schwierig das zum Teil sein kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich wirklich
viele Menschen auch weltweit engagieren und aktiv sind und einfach schon anfangen, was umzusetzen oder auch ihre Umgebung wirklich in Aktion, in Engagement überhaupt erstmal zu bringen. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist erst 3 Jahre her, 3 Jahre, dass eine Jugendliche, eine 15-Jährige der ganzen Welt Beine gemacht hat. Ich spreche natürlich von Greta Thunberg, die 2018 ihr Engagement begonnen hat für den Klimaschutz. Und man muss schon sagen, es gab schon viel Engagement auch in den Jahren zuvor. Man hat in politischen Gremien dafür gekämpft, man hat erste Schritte gemacht. Aber ich finde schon, dass man an der Stelle nochmal sagen muss, man hat ihr wirklich viel zu verdanken und dieser ganzen Jugendbewegung weltweit, die wirklich nochmal einen Unterschied gemacht hat. Und heute sagt keiner mehr, dass es das nicht geben darf, Klimaschutz, dass die Wirtschaft wichtiger ist oder anderes, sondern wir erleben eigentlich jetzt, und das ist die positive Botschaft auch aus Glasgow, dass alle sich eigentlich wirklich dazu verpflichten, in die Klimaneutralität zu kommen. Wir sind nicht sehr zufrieden mit den Ergebnissen, vor allen Dingen was die Geschwindigkeit angeht und vor allen Dingen natürlich nicht, was die konkreten Maßnahmen betrifft, die dort vorgestellt worden sind in Glasgow. Also da muss wirklich bei dem nächsten Gipfel im kommenden Jahr nochmal verbindlicher deutlich gemacht werden für jedes Land, was wirklich erreicht werden soll und bis wann. Aber es gab internationale Allianzen, die auch positiv sind, das möchte ich schon auch sagen, zum Beispiel für die Reduktion von Methan. Es gab internationale Allianzen zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, hat sich sogar Daimler hier in Baden-Württemberg angeschlossen, andere Autokonzerne nicht, was ich sehr bedauerlich finde. Deutschland insgesamt als Nationalstaat hat sich dem nicht angeschlossen. Also das zeigt auch, wir sind gerade in einer schwierigen Phase. Es wird gerade eine neue Bundesregierung gebildet. Das war natürlich nicht gut, dass Deutschland nicht so entscheidungsfähig war in der Phase. Also es gab viele internationale Allianzen, es gab Bekenntnisse auch zum Kohleausstieg, es gab positive Signale, aber es reicht nicht. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Umso wichtiger ist es, dass es auch unabhängig von den Nationalstaaten Engagement und Bewegung gibt. Wir haben in Baden-Württemberg eine Under Two Coalition gegründet, vor 6 Jahren mit Kalifornien zusammen. Die hatten damals die Nase voll von Donald Trump. Die wollten eigentlich viel mehr erreichen und waren schon viel ambitionierter unterwegs und wollten sich nicht von ihrem Präsidenten ausbremsen lassen. Und daher kam die Initiative, lasst uns mit den Regionen subnational vorwärts gehen. Damals waren es 14, heute sind es 260 Regionen weltweit, die da verbunden sind und zusammen sich für den Klimaschutz engagieren, und man hat sich verpflichtet, wirklich auch zu informieren gegenseitig, also wissenschaftliche Erkenntnisse, Konzepte, die funktionieren, wirklich auszutauschen, und das ist nicht trivial, sondern das ist von großer Bedeutung. Da sind auch Regionen dabei, die haben keine großen professionellen Strukturen, die brauchen diese Modelle und diese Ideen und auch die Unterstützung von denjenigen, die mehr Mittel zur Verfügung haben oder eben auch schon weiter sind. Da sind Regionen dabei aus Brasilien, aus dem Amazonasgebiet, auch Ecuador, auch aus Afrika und Australien. Also das hat mir nochmal echt Hoffnung gemacht, diese vielen Menschen aus den Regionen weltweit zu treffen, auch aus Europa, die wirklich ambitioniert schon unterwegs sind, die was machen wollen, und die werden auch was umsetzen. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass die internationale Konferenz mehr noch nachzieht und dann auch die entsprechenden verbindlichen Ergebnisse liefert, die wir brauchen. Im Moment stehen wir bei über 2 Grad. Das kann so nicht bleiben. Ganz kurz, in Baden-Württemberg ist in dieser Legislaturperiode besonders wichtig, dass wir schon ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht haben. Wir wollen 2040 klimaneutral werden. Wir wollen eine erweiterte Photovoltaikpflicht, die ist jetzt auf jeden Fall verbindlich für neue Gebäude, Parkplätze, also im Grunde alle Flächen, und das ist eigentlich das Ziel, die möglich sind, sollten jetzt wirklich für die Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt werden. Das ist das, was wir wollen, das ist das Hauptziel, und das brauchen wir auch, um in die Klimaneutralität zu kommen. Und
Ja, ich möchte jetzt nicht so lange reden, damit wir genug Zeit auch für die Diskussion haben, aber eins ist mir noch wichtig und deswegen bin ich mit dem Beispiel auch von Greta Thunberg eingestiegen vor 3 Jahren. Wir brauchen alle, die sich für dieses Ziel der Klimaneutralität engagieren. Das ist nicht nur eine Sache der Politik oder der Unternehmen oder einzelner Regionen, sondern wir alle sind da gefragt, uns zu engagieren, auch Entscheidungen zu treffen, egal ob es darum geht, wie wir konsumieren, was wir essen oder was wird demnächst für eine neue Heizung eingebaut bei uns im Haus. Also wie sieht es in der Schule aus, wie ist da die Energieversorgung? Aber das sind so vielfältige Themen und ich glaube, das gelingt nur, wenn wir das insgesamt als unsere Aufgabe betrachten, aber auch als eine Riesenchance, das Leben auch besser zu machen. Wenn man sich es anschaut in den Städten zum Teil, dann stelle ich mir natürlich vor, dass wir eine ganz andere Mobilität, ein ganz anderes Stadtklima entwickeln können in den kommenden Jahren gemeinsam. Und insofern wünsche ich mir, hoffe ich, auch auf die gute Diskussion, auf eure Perspektiven, eure Ideen. Es geht um eure Zukunft natürlich. Deswegen unterstützt das Umweltministerium auch diese Jugendinitiative und diesen ganzen Gipfel, den wir hier veranstalten. Und ich hoffe, es bringt euch was. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Referenten insgesamt, Diskussionen. Und ja, freue mich, dass ihr dabei seid heute. Dankeschön. Frau Walker, herzlichen Dank für dieses Grußwort. Es geht nur mit uns allen und das nehme ich auf jeden Fall mit. Und jetzt von meiner Seite aus noch ein paar organisatorische Hinweise. Ihr könnt mich ja alle schon sehen, das heißt, ihr habt den Weg auf die Plattform gefunden, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben im Vorfeld ja abgefragt, ob wir Videos oder Fotos von euch machen dürfen. Im Digitalen bedeutet das jetzt konkret, wenn ihr nicht zu sehen sein wollt, auf Screenshots oder beispielsweise auf unserer Veranstaltungsdoku, dann macht bitte eure Kamera aus. Wenn wir jetzt Screenshots oder Ähnliches verwenden, werden auch die Namen im Nachgang unkenntlich gemacht. Wenn ihr twittern möchtet oder auf Instagram oder Ähnliches mitmachen möchtet, dann nehmt gerne den Hashtag ClimateCoActionSummit, aber ihr könnt ja auch hier direkt euch beteiligen und mitdiskutieren. Valentin, dazu bist du der Experte. Wie genau funktioniert das denn? Ja, ihr seht hier rechts vom Livestream unser Tool Slido, mit dem wir heute den ganzen Tag immer wieder Fragen an euch stellen werden, um die ganze Aktion hier ein bisschen interaktiver zu gestalten. Zum einen haben wir Umfragen vorbereitet, die seht ihr dann unter dem Punkt Polls. Ihr habt aber auch selber die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dazu klickt ihr einfach auf Q&A und gebt dann die Frage ein. Das wird dann vor allem interessant, wenn wir hier Keynotes und Podiumsdiskussionen haben, weil dann werde ich mir es hier ein bisschen an der Bar gemütlich machen und die Fragen von euch auf die Bühne bringen. Wir probieren das jetzt auch gleich mal aus mit der ersten Frage. Und zwar seid ihr ja bestimmt alle oder viele von euch für Klimaschutz engagiert. Und mir geht es zumindest so, dass einem das viel Energie kostet. Deswegen ist unsere erste Frage, werdet ihr mittlerweile müde, was das Engagement für den Klimaschutz angeht? Die Umfrage müsste jetzt laufen. Ich habe hier auch schon das Tablet bereit und gucke gerade parallel, wie das Ganze dann aussieht, wie eure Ergebnisse sind. Noch sehe ich nichts. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Also ihr habt die Auswahlmöglichkeiten, ja, weil sich zu wenig tut, manchmal, aber es lohnt sich und nein, jetzt engagiere ich mich erst recht. Wir warten noch auf eure Antworten. Ihr dürft gerne direkt abstimmen. Valentin, siehst du denn schon die Ergebnisse? Ich sehe nichts. Ich frage mal hier an die Technik. Anna, haben wir was? Wir haben einen kleinen Bildschirm, auf dem Valentin gucken kann. Wir haben ein Ergebnis. Und zwar, die meisten von euch sind der Meinung, dass sie manchmal müde werden, aber es sich auf jeden Fall lohnt. Und das sehe ich auch so. Es ist durchaus anstrengend, oft ein Kampf gegen Windmühlen, aber es lohnt sich auf jeden Fall und irgendjemand muss es ja tun. Und wir haben noch eine nächste Frage für euch, nämlich in einem Wort von der Veranstaltung heute erhoffe ich mir. Stimmt wieder ab.
Wir sehen dann eben gleich eine Wortwolke. Das bedeutet, wir sehen die Begriffe, die am meisten genannt werden, dann groß und fett. Ich bin mal gespannt, was da genannt wird. Valentin meldet sich gleich wieder, sobald wir das Ergebnis haben. Valentin, haben wir denn schon ein Ergebnis? Was erhoffen sich unsere TeilnehmerInnen vor den Bildschirmen heute von der Veranstaltung? Also am häufigsten eingegeben wurde bis jetzt Inspiration, wie ich hier sehe. Da haben wir noch Spaß. Natürlich sollte die Veranstaltung auch Spaß machen. Das sehe ich genauso. Verantwortung. Was haben wir noch? Okay, aber das sind ja auch schon einige Begriffe, von denen wir, glaube ich, auch sagen können, diese Erwartungen können wir heute erfüllen, also insbesondere Inspiration. Dazu würde ich gerne einmal einen Blick auf unser Programm heute werfen. Wir haben eine Keynote und eine Einführung, die uns einen Überblick bieten über die Themen, über die wir heute diskutieren möchten und dann auch die Grundlage bilden für unsere Podiumsdiskussion im Anschluss. Wir haben dann eine kurze Pause, da könnt ihr einmal kurz die Augen entspannen, aber hier wird trotzdem live weitergestreamt aus der Halle, damit ihr seht, was hier eigentlich gerade passiert. Wir haben dann auch noch eine Kunstaktion Connect for Change zu sehen und da könnt ihr unsere Künstlerin auch gerne Input schicken. Die Beschreibung dazu findet ihr in dem Punkt Artspace, in dem Menüpunkt bei euch auf der Plattform. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch ein Profil anlegen und über den Chat dann auch miteinander in Kontakt treten. Wir wissen, das ersetzt nicht ganz das, was wir sonst hier in der Halle gehabt hätten, aber nutzt einfach die Möglichkeiten, die ihr digital habt, um euch miteinander zu verbinden. Ich darf außerdem verraten, dass es heute noch eine Tonkunstaktion geben wird. Da sind wir auch schon sehr gespannt darauf. Die genauen Infos dazu kommen dann noch später. Und am Ende des Tages wird dann Kunst und Ton zusammengebracht. Bin sehr gespannt. Aber jetzt wollen wir rein in unsere Themen. Der Klimagipfel in Glasgow hat ja gezeigt, dass es zwar viele Willensbekundungen gibt, aber zumindest scheint es, als fehlt noch ein bisschen der Wille daran, diese Willensbekundungen auch wirklich in die Tat umzusetzen und in politisches Handeln zu übersetzen. Nicht nur weltweit, sondern auch in der EU. Oder doch nicht? Tut sich da vielleicht doch mehr, als wir denken? Das verrät uns jetzt unser EU-Politiker Michael Bloss in seiner Keynote. Wo steht die EU beim Klimaschutz? Wir haben im Anschluss daran kurz Zeit für eine Frage. Also wenn ihr Fragen habt, gebt sie direkt ein in unser Q&A. Und Herr Bloss, wir freuen uns auf den Vortrag.